Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Wisst ihr, was ich erstaunlich finde am Tierreich? Die kleinsten Tiere sind häufig die stärksten, im Verhältnis zu ihrem eigenen Körpergewicht natürlich. Das stärkste Tier ist eine kleine Milbe. Dann irgendwann die Ameise, die ebenfalls das tausendfache ihres eigenen Gewichts tragen kann. Aber nicht weit danach kommt das hier, das Velo SUV. Und das gucken wir uns in diesem Video einmal ganz genau an. Velo hat uns dieses Bike ausgeliehen und sie unterstützen die Produktion des Videos finanziell. Sie haben uns allerdings nicht gesagt, was wir irgendwie wie sagen sollen. Alle Gedanken und Äußerungen sind unsere eigenen und sie bekommen das Video auch nicht zu sehen, bevor ihr es zu sehen bekommt. Wir sind komplett herstellerneutral. Und damit starten wir jetzt ins Video. Velo ist ein innovativer Hersteller aus der 191. größten Stadt der Welt, Wien. Valerie und Valentin haben 2014 angefangen, ihre Vision eines kompakten Faltrads umzusetzen, das sich gleichzeitig aber sehr erwachsen fahren sollte. Ich hatte auch schon die Möglichkeit, ein Velo mal für einige Wochen zu fahren und zu testen und ihr findet ein Video dazu hier oben verlinkt. Und wie kann man als Faltradhersteller am besten und sinnvollsten das Portfolio erweitern? Natürlich mit einem SUV. SUV. Das S steht hier übrigens, wie auch bei den meisten SUVs, um ehrlich zu sein, nicht für Sport, sondern für Smart. Sportlich will dieses Bike auch gar nicht sein, aber Velo hat sich einige smarte Lösungen überlegt, um das Bike so praktikabel wie möglich zu machen. Mehr dazu gerade auch beim Zubehör. Jetzt wollen wir uns aber mal das Rad im Detail angucken. Das SUV gibt es in verschiedenen Ausführungen und insbesondere in zwei verschiedenen Rahmenmaterialien. Einmal Stahl und dann auch Titanium. Wie auch bei dem Faltrad wollen sie damit besonders echte, eingefleischte Fahrradfans ansprechen, denn dieses Material umgibt einfach eine gewisse Aura. Das hier ist allerdings die Brot- und Butter-Variante. Ein Stahlrahmen, den es in zwei verschiedenen Farben gibt, eine Aluminiumgabel und dann die Enviolo-Narbe hier hinten. Und ich finde, das ist wirklich schön gemacht. Diese schlanken Stahlrohre, die werden gekonnt mit dieser etwas dickeren Aluminiumgabel kombiniert. Und hier hinten finden wir ein sehr schön gemachtes Ausfallende mit einem Slider, auf dem dann die Narbe montiert wird, um den Riemen zu spannen. Und auch mit der Öffnung für den Riemen ist das Ganze hier richtig schön gefertigt und der Rahmen ist auch handwerklich richtig gut gemacht. Schön finde ich ebenfalls, dass es sich hier um externe Akkupacks handelt, die man leicht entnehmen und wieder einstecken kann, die man somit leicht mit in die Wohnung nehmen kann, um sie drinnen zu laden, und man kann auch zwischen verschiedenen Rädern dann relativ einfach Akkus tauschen. Außerdem sind die hier unten ziemlich zentral montiert, was dem Schwerpunkt wiederum gut tut, und es kommt immer mit der Doppel-Akku-Funktionalität für eine maximale theoretische Kapazität von 1600 Wattstunden. Sehr schön ist dann auch, dass Velo zumindest hier oben einmal auf dem Oberrohr für zusätzliche Flaschenhalteraufnahmen gesorgt hat. Und bei der Geometrie musste ich echt lachen, denn die haben wirklich Humor bei Velo. Wenn man hier nämlich die Sattelstütze rauszieht, dann kommen da die Wiener Stadtmusikanten zum Vorschein. Lieben Gruß an alle Bremer, und laut dieser Sattelstütze bin ich sowieso ein Esel. Menschen zwischen 1,50 Meter und knapp 2 Metern müssen einen hier nicht super niedrigen, aber schon sehr angenehmen Einstieg überwinden, um auf den Sattel zu kommen, und finden dann eine sehr variable Sitzposition vor. Nicht nur von dem sehr großen Verstellbereich der Sattelstütze, sondern auch von der sehr individuellen Verstellbarkeit des Lenkers hier vorne. Der lässt sich nämlich mittels dieses Schnellspannvorbaus einfach in der Neigung verstellen und somit auch in der Höhe, und auch der Lenker lässt sich leicht in der Neigung verstellen. Und dann kommt er auch noch mit einem Speedlifter.
wenn man den öffnet, dann ist auch die Höhe des Lenkers sehr einfach verstellbar und das Ganze kommt auch noch mit einem Twist. Wenn man diesen Hebel zieht, dann kann man den Lenker nämlich zur Seite drehen und plötzlich ist der gesamte Lenker komplett aus dem Weg. Denn Velo hat ja nicht umsonst mit Falträdern angefangen. Wohnraum in Wien ist knapp und sehr, sehr teuer. Und somit haben sie es geschafft, das Rad in der Grundausstattung auf 1,80 Meter in der Länge zu bringen. Hier mit diesem Zubehör hinten dran etwas über 1,90 Meter. Und auch in der Breite ist es je nach Zubehör außergewöhnlich schmal. Und dann noch solche Details wie diese zusammenfaltbaren Pedale, die einen kleinen Einfluss haben dann nachher, aber wenn das Rad irgendwo im Flur stehen muss, dann ist jeder Zentimeter Gold wert. Ein weiteres Ziel von Velo war es allerdings, das Rad möglichst leicht zu machen, damit man es eben einfach irgendwie mal schnell anheben kann und irgendwo runtertragen kann. Und sie haben es geschafft, das Rad in der Grundausstattung, in der Basis auf unter 30 Kilogramm zu bekommen. Und hier jetzt nachgewogen, in dieser Ausstattung, wie ihr es jetzt hier seht, wiegt es 33,3 Kilogramm. Und den Akku kann man ja auch einfach rausnehmen, um das Rad noch mal leichter zu machen. Also damit bekommt man es auch irgendwo auf einen Fahrradträger zum Beispiel rauf oder auch einen Kellerabgang runter, wenn man schon ein bisschen Knöpfe in den Arm hat, aber es ist halt möglich im Vergleich zu vielen anderen Lastenrädern. Und dann gibt es ja auch noch die Titan-Variante, die je nach Ausstattung nochmal bis zu 3 Kilogramm leichter ist. Aber wie ist jetzt der Cargo-Aspekt? Longtail-typisch haben wir hinten natürlich einen langen Gepäckträger, Longtail halt, aber auch hier vorne gibt es eine Möglichkeit, beziehungsweise diverse Möglichkeiten. Eine davon ist dieser große Frontgepäckträger. 40 x 30 Zentimeter ist das Innenmaß, hat so diese Korbform, damit eben nicht nur Euroboxen, sondern auch Rucksäcke, Taschen etc. hier einfach Platz finden können und sich auch dank dieser vielen Streben einfach verzurren lassen können. Und durch diese Bauform hängt er auch tief über dem Vorderrad, um den Schwerpunkt nochmal wieder weiter runterzubringen. Die zweite Möglichkeit, die auch dann wirklich gut ist, wenn ihr das Rad irgendwie schmal abstellen wollt, ist die MIG HD-Platte für einen Korb, für eine große Kiste, die ihr dann einfach draufschnappen könnt und einfach abnehmen könnt. Diese beiden Möglichkeiten haben eine freigegebene Last von 20 Kilogramm. Es gibt dann aber auch noch die Möglichkeit, hier vorne einen kleinen Kunststoffblock zu montieren, der auch schon bei den Velo-Falträdern und anderen Falträdern zum Einsatz kommt, der dann für 10 Kilogramm freigegeben ist und natürlich dann super ist, wenn ihr auch mit etwas weniger Platz zurechtkommt. Die Hauptladefläche ist aber wie gesagt hier hinten. Und hier sehen wir einen Aluminium-Gepäckträger, der sage und schreibe 100 Kilogramm tragen kann. Und da sind wir wieder voll in diesem Thema. Das Velo SUB kann das knapp 7-fache seines eigenen Gewichts tragen. Denn es ist für 210 Kilogramm freigegeben und liegt damit oberhalb der meisten anderen Rädern aus diesem Segment. Wir haben jetzt so eine Art Kindertransporter erhalten mit 2 Sitzpolstern und hier so eine Art Bügel. Hier gibt es 2 Versionen von. Einmal die SUB Reling und dann die SUB Cool Kids Reling. Und coole Kids steigen nämlich selber auf und deswegen kann man hier einmal diesen Straps einmal lösen und dann hat man eine Art Tür. Jupp, klappt. Ich bin halt nur sehr viel schwerer als das Fahrrad. Was haben wir gelernt? Die schwerere Person zuerst auf den Sattel und dann die leichtere Person hinten auf den Gepäckträger. Diese Sitzpolster hier, die haben sich auch ganz gemütlich jetzt gerade angefühlt. Die haben auch die coole Funktion, dass sie sich leicht entnehmen lassen. Dank des MIG HD-Systems. Die sind sehr schön weich gepolstert, lassen sich leicht abwischen, sind sehr schmutzresistent und eben wie gesagt sehr einfach abnehmbar und dranbaubar. Und dann finden wir hier nämlich, wie die zweite auch mal ab, jede Menge MIG HD Schnittstellen. Das heißt, man kann nicht nur diese Sitzpolster oder anderes Zubehör an 2 spezifischen Plätzen montieren, sondern an mehreren. Dann gibt es hier bei der Cool Kids Reling noch dieses Rückenpolster, was sich ebenfalls sehr angenehm anfühlt und den Abschluss bilden diese Trittbretter hier. Die sehen klein und schlank aus und haben die coole Funktion, dass sie sich eben wie auch so vieles andere nach oben falten lassen. Das heißt, wenn man hier oben auf diesen Bügel verzichten kann, dann können selbst diese Fußrasten nach oben geklappt werden und das Bike wird wiederum
möglichst schmal, wenn man es abstellen möchte. Und wenn eure Kinder noch kleiner sind, lassen sich natürlich auch handelsübliche Kindersitze hier auf diesem Gepäckträger montieren. Auf der einen Seite mittels des MIG-HD-Systems, auf der anderen Seite aber auch so seitlich klemmende Kindersitze können hier einfach in verschiedenen Positionen drauf montiert werden. Für Packtaschen steht dann eine weitere Strebe hier unten bereit, die für einige Packtaschenmodelle allerdings etwas dick sein dürfte. Diese VD-Taschen passen allerdings hervorragend hier drauf. Wenn man die Fußstütze runterklappt, dann ist der Platz allerdings etwas beschränkt. Aber dafür gibt es von Vello ein weiteres Zubehör. Denn für die eigenen Packtaschen hat sich Vello etwas ganz Besonderes überlegt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera sehen kann, aber das sind Reflektortaschen. Und die lassen sich auch dank dieses Schnappmechanismus ganz einfach hier montieren. Da muss man nichts herumfuddeln mit irgendwelchen Ösen oder irgendwelchen Gurten, sondern die steckt man einfach hier rein, genau, klappt sie fest und dann sind sie fest am Fahrrad montiert. Warum lassen die sich so einfach montieren und demontieren? Einfach, weil sie dafür gemacht sind, mitgenommen zu werden. Zusätzlich sind diese Taschen natürlich regenfest ausgeführt, haben auf der Unterseite aber trotzdem Ablauföffnung, um eben sicherzustellen, dass sich diese Taschen nicht mit Wasser füllen. Und wenn man die öffnet, dann finden wir hier drin einen großen, dunklen Raum, der aber echt groß genug ist für die Kinderfüße plus Einkäufe plus Taschen etc. Und dann kann sie jetzt einfach so nach innen umstülpen. Und jetzt können die Kinder halt ihre Beine hier reinstellen und man kann diese Tasche so verwenden, allerdings auch hier auf der Außenseite ein bisschen hochziehen. Zack. Und dann sie einmal ein bisschen umlegen, sodass die Kinder dann nochmal etwas mehr Schutz für die Beine und so ein bisschen mehr Schutz vor Regen etc. haben. Aber das ist nicht alles, was man mit diesen Taschen machen kann. Vello hat nämlich auch noch den Cocoon entwickelt und den bauen wir jetzt mal dran. Das ist wirklich so ein witziges Teil. Dieser Cocoon lässt sich verhältnismäßig schnell an- und auch wieder abbauen. Ihr könnt aber auch, je nachdem wo ihr lebt natürlich, diesen Cocoon immer drauf lassen. Denn hier hinten ist ein stabiler Rahmen, der dafür sorgt, dass der Cocoon immer an Ort und Stelle bleibt. Und auch wenn der Wind mal daran zerren sollte, dann bleibt der an Ort und Stelle. Und wenn es dann anfängt zu regnen, dann löst ihr einfach diese Schnapper hier und der Cocoon fällt so ein bisschen nach vorne und lässt sich dann mit diesen Reißverschlüssen komplett schließen. Und so sitzen die Kinder jetzt in so einer hellen Kunststoffkuppel und können dem Regen dabei zugucken, wie er von außen so hier drauf prasselt. Und das Coole an diesem Prinzip ist auch, einerseits diese Kombination aus diesen Taschen und dem Cocoon, dass einmal jetzt ein kompletter 360 Grad Wetterschutz vorhanden ist. Also es kommt keine Kälte rein. Ah ja, was machst du da? Es kommt kein Regen rein und das ist hier ebenfalls fast alles reflektierend. Also 360 Grad Wetterschutz, 360 Grad Reflexion. Das habe ich so bei noch keinem anderen Hersteller gesehen. Und wenn das Wetter dann wieder besser wird, wenn der Regen dann aufgehört hat, dann löst ihr einfach wieder den Reißverschluss, zieht die Strapsen dann hier einmal rüber, klack und schon ist das Verdeck wieder geöffnet und die Kinder können wieder die frische Brise genießen. Also das System gefällt mir schon ziemlich gut. Jetzt in Kombination mit dieser Cool Kids Reling ist das natürlich nicht mehr so cool wie vorher. Also jetzt die Bügel irgendwie aufklappen geht natürlich nicht. Dieser Cocoon funktioniert besser mit der einfachen Reling. Aber coole Kids halt auch mal ein bisschen Regen aus, ne? Und wenn wir jetzt mal hier unser Vergleichskind mal so ein bisschen reinsetzen, das einen sehr langen Torso hat, dann sehen wir, dass hier oben wirklich genug Platz ist. Selbst wenn man das nochmal runterklappt, dann finden selbst größere Kinder hier drunter Platz. Und das Ganze ist auch nicht hermetisch abgeriegelt. Links und rechts sind Belüftungs- und Entlüftungsöffnungen. Jetzt wollen wir aber mal sehen, wie sich dieses Bike mit all dem Zubehör eigentlich so beladen fährt. Das gute Stück ist jetzt komplett voll beladen und aufgebaut, aber da ist tatsächlich noch einiges an Kapazität vorhanden. Wir haben jetzt hier unsere beiden Mitarbeiter, die Säcke in diesem MIG-HD-Korb einfach mal mit drin. Eine Eurobox passt hier auch rein, ist aber in dieser Kombination mit diesem Verdeck nicht ganz so passend. Deswegen jetzt heute mal die Lösung mit diesem Korb, aber das heißt, das sitzt etwa in der gleichen Lastverteilung wie auch zum Beispiel 2 Kinder.
Gut und gerne 37 Kilo befinden sich jetzt hier hinten drauf. Bisschen windig heute. Lässt sich aber sehr gut auf den Ständer und vom Ständer runternehmen. Und das erste, was wir natürlich testen wollen, ist die Beschleunigung. Wir sind in der höchsten Unterstützungsstufe, im Turbo-Modus, in der kleinsten Übersetzung und los geht's. Und zack, 25, 26 km/h. Die Anzeige ist etwas verzögert hier mit der Bluetooth-Verbindung über das Smartphone. Das ging auf jeden Fall sehr schnell und auch verhältnismäßig geräuschlos. Also der Motor hat mit diesem verhältnismäßig leichten Fahrrad wenig Probleme. Und was natürlich zuerst auffällt, jetzt hier bei so einer Strecke, dass es sich um ein ungefedertes Fahrrad handelt. Wir haben einfach etwas mehr Bewegung auf dem Sattel, am Lenker, als beim Fahrrad mit einer Federung. Wie stark das gleich auf Kopfsteinpflaster ins Kontor schlägt, wollen wir gleich mal sehen. Aber zuerst geht es um den Bergtest. Wie schnell kommen wir den Jerusalemsberg hoch? Leistung maximal 200 Watt. Trittfrequenz von um und bei 80 km/h, 80 Umdrehungen pro Minute. Und dann wollen wir mal sehen, wie schnell uns das Rad da hochbringt. So, jetzt müssen wir ein bisschen die Trittfrequenz anpassen. Wir sind bei 16,8, 16,2 km/h. Das ist jetzt nicht super viel. Also bei dem Rad hätte ich tatsächlich gedacht, dass wir da eine etwas höhere Geschwindigkeit haben. Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen abhängig von der Enviolo-Schaltung. Da geht einfach ein bisschen Kraft verloren. Aber Velo bietet das SUV ja auch mit der 3X3 an, die ich definitiv empfehlen würde, wenn ihr in bergigeren Gegenden wohnt und wenn ihr wirklich möglichst viel Reichweite auch aus dem Akku holen wollt. Und wenn man sich jetzt hier so ein bisschen in die Kurve lehnt, dann reagiert das Fahrrad schnell. Und ich habe auch weniger dieses Nachziehen, das man häufig bei Longtail-Lastenrädern hat, die schwer beladen sind, sondern das ist wirklich sehr angenehm tatsächlich. Also der Rahmen macht einen sehr stabilen Eindruck, obwohl es Stahl ist und Stahl natürlich so ein bisschen mehr federt, so ein bisschen flexibler ist als Aluminium. Aber der Rahmen ist wirklich, also wenn ich jetzt hier so ein bisschen ziehe und drücke, dann ist das super stabil. Und wenn ich den Lenker loslasse, dann schaukelt er sich natürlich, muss man sagen, so ein bisschen auf. Das ist bei den allermeisten Longtail-Lastenrädern der Fall. Der Effekt ist aber auch ein bisschen davon abhängig, wie stark man den Frontgepäckträger belädt, wie schwer man selber ist, wie die Sitzposition eingestellt ist. Aber wenn man einhändig fährt, zum Abbiegen zum Beispiel, ist das alles überhaupt kein Problem. Also tatsächlich ist der Motor sehr leise hier bei dem Velo SUV. Das liegt, denke ich mal, im Wesentlichen daran, weil wir hier keine großen Resonanzkörper drin haben in dem Rahmen, sondern dass es halt verhältnismäßig schmale, schlanke Stahlrohre sind. Und wir gucken jetzt mal, wie es über Gravel ist. Ja, und hier, das ist nicht das natürliche Habitat dieses Fahrrads. Das merkt man dann doch sofort. Sämtliche Schläge landen natürlich sofort beim Lenker, sofort bei den Passagieren. Allerdings könnte es tatsächlich schlechter sein. Also der Rahmen hat keinerlei Flexibilität in sich drin. Diese x-förmige Rahmenkonstruktion funktioniert da wirklich gut. Und für die eine oder andere Radtour durch die Lüneburger Heide oder so dürfte es sich definitiv eignen. Und ob es sich dafür eignet, um bergauf anzufahren, das checken wir jetzt mal. Wir sind natürlich in der höchsten Unterstützung. Wir sind in der kleinsten Übersetzung, also Fuß aufs Pedal, kleinste Übersetzung und losfahren. Das ist wirklich sehr angenehm. Also der Motor hat selbst bei ganz, ganz niedrigen Drehzahlen genug Punch, um dieses Fahrrad gut vom Fleck zu bringen. Wir haben auch schon die neueste Software drauf, das heißt die Berganfahrhilfe. Fuß aufs Pedal, nach unten drücken und dann geht das sogar noch einfacher. Nach oben raus bei 25 km/h. Sind wir dann bei gut 50 Umdrehungen bei 21 km/h in der höchsten Übersetzung. So, Aufsteigen und Absteigen ist ebenfalls kein Problem. Das Rad lässt sich auch gut aufrecht halten. Es lässt sich dann auch dementsprechend leicht anschieben. Der Wendekreis dürfte natürlich Longtail typisch ebenfalls kein Problem sein. Dadurch, dass sich der Lenker so groß verstellen lässt, kommen die Füße und Beine auch nicht in irgendwelche Probleme. Zumindest wenn man das halt entsprechend einstellt. Aber hier kann man halt ganz einfach auch engste Radien fahren. Das Rad ist halt ein kleines Tourenfahrrad, ein kleines Kompaktrad, das nochmal mit einer zusätzlichen Kapazität ausgestattet wurde und dementsprechend
Fällt auch die Sitzposition aus, also es ist relativ kurz. Ich könnte natürlich mit dem Neigevorbau das noch deutlich weiter nach vorne bringen. Was mir auch aufgefallen ist, dass meine Eselbeine dann doch ein bisschen zu lang sind für die Eselseinstellung. Also wenn ihr Groß- und Langbeiner seid, dann würde ich tatsächlich noch mal eine etwas größere, längere Sattelstütze empfehlen. Und hier bei Kopfsteinpflaster, da rollt das Rad erstaunlich gut rüber. Wir haben natürlich mehr Vibrationen als bei einem gefederten Rad, aber beim Sattel kommt wirklich nicht viel an. Die dicken Schwalbe-Pickup-Reifen machen einen richtig guten Job. Und ich glaube auch, dass der Rahmen an sich trotz seiner Stabilität halt etwas mehr federt als ein vergleichbarer Aluminiumrahmen und dann auch noch mal was rausholt. Und dementsprechend ist es selbst ohne Federsattelstütze auf dem Sattel sehr angenehm. Es ist heute ziemlich windig, aber um ehrlich zu sein, merke ich das gar nicht. Also selbst bei Windstößen bleibt das Rad sehr stabil. Das Verdeck ist offenbar auch so ausgeführt worden, dass da eben keine große, flache Fläche ist. Und wenn der Wind von hinten kommt, ist es halt umso besser. So, und jetzt gleich Bremstest aus 25 km/h. Und wir bremsen an der zweiten Linie. Und zwar jetzt. Das hat gut geklappt. Ein Bremsweg von gut und gerne gerade mal 2,50 Meter. Nicht mal 3 Meter, würde ich sagen. Also hier spielen natürlich auf der einen Seite diese sehr guten Bremsen eine Rolle, auf der anderen Seite aber auch die sehr dicken Schwalbe Pickup-Reifen und auch das Gefühl an den Bremsen. Das ist sehr angenehm. Die sind nicht unbedingt super breit. Also für den Alltag würde ich mir vielleicht noch mal etwas breitere Hebel wünschen. Aber das Bremsgefühl ist gut. Die sind richtig knackig. Macht so ein paar Geräusche, wenn man voll reinlangt. Aber das Fahrrad, das war komplett stabil gerade. Und hatte einen sehr kurzen Bremsweg. Das gefällt mir gut. Also es ist tatsächlich eine sehr angenehme Erfahrung. Ich hätte gedacht, dass die Federgabel oder die fehlende Federgabel einen größeren Einfluss auf den Komfort und auf das Fahrverhalten hätte. Aber was mich jetzt halt auch erstaunt hier mit dem Regenverdeck hinten drauf, dass ich da angenehm drauf sitze. Also ich habe das normalerweise, dass der Sattel dann in das Regenverdeck irgendwie reindrückt. Hier spüre ich das ein bisschen im Rücken. Aber es ist nicht unangenehm und es geht auch nicht so weit zurück, dass ich da irgendwie weiter vorne sitzen müsste, um eine angenehme Sitzposition zu haben. Ja, ein sehr kompaktes, agiles und trotzdem stabil fahrendes Lastenrad ist das Velo SUV. Aber wir wollen jetzt mal sehen, wie es sich über ein paar Wochen geschlagen hat und wechseln jetzt mal zurück zu Tillmann ins Studio. Jetzt waren wir mehrere Wochen mit dem Velo SUV im Alltag unterwegs und das ist das Rad, was mich persönlich am meisten überrascht hat. Positiv überrascht hat. Im Sommer 2023 auf der Eurobike war ich das letzte Mal mit einem Velo SUV unterwegs und habe das dann mal so ein bisschen auf der Teststrecke gefahren und sie sind wirklich einen weiten Weg seitdem gekommen und das Endprodukt hier, das ist richtig, richtig gut. Ihr findet natürlich eine Bewertung anhand der Radelbahn, eine Bewertungsmatrix über den Link unten in der Videobeschreibung. Jetzt wollen wir mal auf 3 Dinge eingehen, die uns trotz allem weniger gut gefallen haben, aber auch auf 3 Dinge, die dieses Bike richtig gut machen. Und wir beginnen mal mit den 3 negativen Punkten. Der erste Punkt betrifft viele Longtail-Lastenräder, habe ich einige Male angesprochen in den letzten Videos und das ist ein Aufschwingen, wenn man den Lenker loslässt. Je nach Beladungssituation, je nach Luftdruck etc. mal mehr, mal weniger. Erstaunlich bei diesem Bike ist, dass es in den allermeisten Fällen trotzdem kontrollierbar bleibt. Also es fängt an zu schwingen, aber es schwingt sich nicht ins Unkontrollierbare auf. Der zweite Kritikpunkt betrifft die Bedienung und zwar ist mir die LED-Remote für sich genommen einfach ein bisschen zu wenig. Ihr müsst in diesem Falle hier die Flow-App verwenden und das Handy hier an den Lenker bringen, wofür Velo halt diese SP-Connect-Schnittstelle gleich standardmäßig mitliefert. Ich persönlich möchte aber mein Handy nicht am Lenker haben, deswegen würde ich mir das Purion 200 Display hier am Lenker wünschen, das ja auch wesentlich mehr Informationen in Bezug auf die Reichweite etc. anzeigen kann, als die LED-Remote für sich genommen. Also Purion 200 als Standardausstattung, das fände ich schön. Und der dritte große Kritikpunkt: die Schutzbleche sind zu kurz. Sowohl vorne als auch hier hinten. Das sieht zwar cool aus und ist schön minimalistisch, so wie Velo das möchte, aber in diesem Falle wird der Dreck hier oben sogar auf die Sitzpolster gesprüht. Und das soll natürlich nicht sein. Die gute Nachricht ist, in der Serie wurde das bereits geändert und alle, die ein Rad aus der ersten Serie, aus der ersten Generation haben, die können hier sich so ein Stück bestellen bei Velo, um das Schutzblech zu verlängern.
Allerdings den Bildern nach zu urteilen, sind die Schutzbleche immer noch zu kurz. Also da würde ich mir einfach eins wünschen, das bis hier runter geht. Und da sind wir jetzt auch schon bei den Dingen, die uns richtig gut gefallen haben. Und zuallererst möchte ich das hier erwähnen. Der Cocoon. Das hier ist mit Abstand das freundlichste Regenverdeck, das ich bisher bei Longtails gesehen habe. Die meisten sind schwarz, die meisten sind recht dunkel. Das hier ist richtig schön hell, ist komplett reflektierend. Die Kinder haben hier megamäßig viel Platz und fühlen sich nicht so klaustrophobisch. Und das Coole ist halt auch, dass es sich in dieser Cabrio-Variante fahren lässt. Natürlich ist auch das nicht perfekt. Hier fehlt zum Beispiel ein Sonnenschutz, wenn man mit den Kindern im Sommer fährt. Und hier in dieser Cabrio-Position ist es schon recht windanfällig. Aber dafür kann man es halt wirklich super einfach bedienen. Also auch das Öffnen und Schließen mit dem Reißverschluss, das gelingt halt wirklich super schnell und die Kinder sind vor Regen geschützt. Und es lässt sich einfach super einfach abbauen, zum Beispiel im Sommer, wenn man tendenziell kein Regenverdeck braucht. Also sehr, sehr cooles und innovatives Verdeck. Und der zweite Punkt, der besonders Lea gut gefallen hat, durch die geringe Größe und das geringe Gewicht ist es super einfach im Handling. Selbst mit 2 Kindern hinten drauf lässt es sich einfach auf den selbstentwickelten Ständer bringen oder runternehmen und draufbringen und es passt wirklich überall hin. Das ist ziemlich cool. Und der dritte Punkt, der uns richtig gut gefallen hat, ist die variable Sitzposition. Die Standardsattelstütze hier, die ist für Menschen mit 1,96 m wie mich ein bisschen zu kurz. Ich denke mal, Menschen bis 1,90 m finden hier drauf sehr gut damit Platz. Deswegen habe ich eine andere Sattelstütze verwendet, 31,6 mm Durchmesser, super einfach zu finden. Wo es aber wirklich den Unterschied gibt, ist hier vorne. Auf der einen Seite durch diesen höhenverstellbaren und in der Neigung verstellbaren Vorbau sollten wirklich Menschen jeder Größe und präferierten Sitzpositionen hier richtig gut drauf sitzen können. Also Velo hat hier eine super Alternative zu den Platzhirschen auf den Markt gebracht und sie haben auch von vornherein, und das finde ich besonders gut, auf das wesentliche Zubehör geachtet, dass wirklich alles da ist, was man braucht, was man haben möchte, um wirklich alles Mögliche mit so einem Lastenrad machen zu können. Und in dieser Ausstattung ist es dann im Grunde für alle Familien mit 2 Kindern geeignet, die auch das ganze Jahr über durchfahren wollen und wo dann diese beiden Kinder eben hier super einfach Platz finden können. Auch Kinder, die noch im Kindersitz sitzen, finden hier drin Platz. Und was auch cool ist, Velo hat auch daran gedacht, dem Rad standardmäßig ein Auge für eine Anhängerkupplung zu spendieren, sodass ihr sogar mit euren Jüngsten im Anhänger damit unterwegs sein könnt. Und wenn die Eltern mal Zeit haben, ne, Oma und Opa sind da, Eltern haben Zeit für ein Date, dann habt ihr hier durch die Cool Kids Reling schön die Möglichkeit, zu zweit durch den lauen Sommerabend zu fahren. Und selbst für den gewerblichen Einsatz gibt es einige Möglichkeiten. Durch diese Mic HD-Aufnahmen hier hinten auf dem Gepäckträger, Mic HD-Aufnahme vorne, die ihr entsprechend konfigurieren könnt und eben auch den Einsatz einer sehr haltbaren und hochwertigen Narbe wie der 3X3. Das ist dann auch super dafür geeignet, um eben Waren zuverlässig von A nach B zu transportieren. Also wir sind wirklich begeistert gewesen von dem Velo SUV in den letzten Wochen. Aber was haltet ihr von der Ameise im Lastenradbereich? Sagt es mal unten in den Kommentaren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.